Du bewirbst dich in Deutschland und bekommst immer leider nur Absagen. Glaub mir, oft liegt es nicht an deiner Qualifikation, sondern einfach an den Bewerbungsunterlagen. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie eine Bewerbung in Deutschland aufgebaut sein sollte und worauf Arbeitgeber hier in Deutschland auch besonders achten. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Daiva und ich erkläre viele Themen in Deutschland einfach Schritt für Schritt. Fangen wir mit einem wichtigen Punkt an. Es gibt nicht die eine perfekte Bewerbung, die für jede Stelle passt. Viele erstellen ihren Lebenslauf und ihr Anschreiben einmal und schicken sie dann an 20 oder 30 Unternehmen. Das spart zwar Zeit, führt aber oft zu Absagen. Passe deine Bewerbung deshalb immer an die jeweilige Stelle an. In Deutschland möchten Arbeitgeber sehen, dass du die Stellenanzeige genau gelesen hast und dich wirklich auch für diese Stelle interessierst. Lies deswegen die Stellenanzeige ganz genau. Was steht und was wird von dir erwartet? Achte auch auf Wörter wie zwingend erforderlich und wünschenswert. Zwingend erforderlich bedeutet, diese Qualifikation wird unbedingt erwartet. Ohne diese Qualifikation sind deine Chancen meistens sehr klein, diese Stelle überhaupt zu bekommen. Wünschenswert bedeutet, es wäre gut, wenn du diese Qualifikation hast, aber es ist keine Voraussetzung. Du musst also nicht alle Anforderungen erfüllen. Wichtig ist, dass du aber grundsätzlich natürlich zu dieser Stelle passt. Okay, schauen wir uns jetzt die Bewerbungsunterlagen an. Zu einer vollständigen Bewerbung gehören in Deutschland meistens ein Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate. Manchmal gehört auch ein Anschreiben dazu. Das wichtigste Dokument ist der Lebenslauf. Unternehmen schauen ihn oft zuerst an und danach entscheiden sie, ob überhaupt auch noch die anderen Unterlagen lesen. Deswegen erstelle deinen Lebenslauf sehr gründlich. In Deutschland verwendet man meistens einen tabellarischen Lebenslauf. Das bedeutet kurze und übersichtliche Informationen statt lange Texte. Der Lebenslauf beginnt mit deiner aktuellen oder der letzten Tätigkeit. Das nennt man antichronologische Reihenfolge. Also das heißt, die neueste Berufserfahrung steht also ganz oben. Eine gute Reihenfolge ist zum Beispiel erstmal deine Kontaktdaten, dann deine Berufserfahrung, dann Ausbildung oder Studium, Sprachkenntnisse, IT-Kenntnisse und Weiterbildungen. Der Lebenslauf sollte normalerweise nicht länger als 2 Seiten sein. Besonders wichtig ist deine Berufserfahrung. Schreibe nicht nur, als was du gearbeitet hast und bei wem also du gearbeitet hast. Erkläre auch in ein paar Stichpunkten, was deine Aufgaben waren. So kann der deutsche Arbeitgeber schneller sehen, welche Erfahrung du bereits auch schon hast. Schreibe neben deiner Berufsbezeichnung auch aus deinem eigenen Heimatland auch die passende deutsche Berufsbezeichnung. So kann Arbeitgeber deinen Beruf schneller einordnen und deine Qualifikation auch besser verstehen. Ein Bewerbungsfoto ist in Deutschland heute keine Pflicht mehr. Du kannst dich also auch ohne Foto bewerben. Wenn du aber ein Foto verwendest, sollte es aktuell und vor allem professionell sein. Jetzt kommen wir zum Anschreiben. In Deutschland brauchst du nicht mehr für jede Bewerbung ein Anschreiben. Bei vielen Bewerbungen über Online-Bewerbungsportale wird oft ja gar keins mehr verlangt. Schau aber immer in die Stellenanzeige. Wenn dort ein Anschreiben gewünscht wird, solltest du natürlich auch eins mitschicken. Halte dein Anschreiben kurz und übersichtlich. Eine Seite reicht meist völlig aus. Der Anschreiben sollte vor allem 3 Fragen beantworten. Warum bewirbst du dich auf diese Stelle? Warum möchtest du in diesem Unternehmen arbeiten? Und warum passt du gut zu dieser Stelle? Und schreibe einfach auch nicht, ja, dieses hiermit bewerbe ich mich auf jede ausgeschriebene Stelle. Starte lieber direkt mit deiner Motivation oder deiner wichtigen Qualifikationen zum Beispiel. Erkläre dann auch kurz, warum deine Erfahrungen gut zu dieser Stelle passen. Wiederhole nicht einfach deinen Lebenslauf. Zeige lieber, warum genau du gut zu dieser Stelle passt. Schreibe auch, warum du genau in diesem Unternehmen auch arbeiten möchtest. Informiere dich am besten vorher kurz über das Unternehmen.
So kannst du besser auch erklären, warum du genau dort auch arbeiten möchtest. Zu deinen Bewerbungsunterlagen gehören auch deine Zeugnisse und Zertifikate. Dazu gehören zum Beispiel dein höchster Berufs- oder Studienabschluss, Arbeitszeugnisse, Sprachzertifikate und wichtige Weiterbildungen. Wenn deine Zeugnisse aus dem Ausland sind, solltest du sie möglichst auf Deutsch oder Englisch übersetzen lassen. Meistens reicht eine einfache Übersetzung. Für manche Berufe oder Anerkennungsverfahren brauchst du aber eine beglaubigte Übersetzung. Prüfe deswegen genau, was verlangt auch wird. Achte auch darauf, dass deine Dokumente sauber eingescannt und gut lesbar sind. Okay, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Nicht jeder Abschluss muss anerkannt werden. Das hängt von deinem Beruf ab. Für manche Berufe ist eine Anerkennung Pflicht, ja, zum Beispiel in Medizin, Pflege oder als Lehrkraft. Bei vielen anderen Berufen entscheidet der Arbeitgeber, ob deine Ausbildung zur Stelle passt. Wenn du für Deutschland ein Visum brauchst, informiere dich unbedingt vorher, ob du alle Voraussetzungen erfüllst. Der Arbeitgeber soll gleich erkennen können, ob du schon in Deutschland wirklich auch arbeiten darfst oder ob du noch ein Visum brauchst. Auch deine Sprachkenntnisse sind wichtig. Schreibe nicht einfach ja, Deutsch gut oder Deutsch sehr gut. Nutze lieber die Sprachniveaus, diese A1 bis C2. Auch das Design deiner Bewerbung ist super wichtig. Deine Bewerbung sollte übersichtlich und gut lesbar sein. Nutze eine gute lesbare Schrift, klare Überschriften und ein einheitliches Layout. Verwende nicht zu viele Farben oder Grafiken. Wirklich ein schlichtes und übersichtliches Design wird meistens professioneller. Jetzt noch ein Tipp. Viele Unternehmen nutzen Programme, die Bewerbungen automatisch prüfen. Deshalb solltest du wichtige Begriffe aus der Stellenanzeige auch in deinem Lebenslauf verwenden. Aber na klar, natürlich, nur wenn es auf deine Erfahrungen und Qualifikationen auch zutreffen. Auch die Dateinamen sollten professionell sein, zum Beispiel Lebenslauf, Vorname, Nachname, PDF. Wenn mehrere Dokumente verlangt werden, kannst du sie einzeln verschicken. Gibt es keine Vorgaben, kannst du alle Unterlagen auch in einem gut sortierten PDF-Datei zusammenfassen. Achte aber natürlich, dass die Datei nicht zu groß ist und sich gut auch öffnen lässt. Ne? Achte auch auf Rechtschreibung und Grammatik. Ein paar Fehler können jedem passieren. Ne? Zu viele wirken aber unprofessionell. Du kannst natürlich auch Übersetzungsprogramme oder KI beim Schreiben nutzen. Die Bewerbung sollte am Ende aber trotzdem natürlich klingen und zu dir passen. Viele Arbeitgeber erkennen KI-Texte sehr schnell. Du musst deine Bewerbung natürlich nicht jedes Mal komplett neu schreiben. Passe sie aber immer an die jeweilige Stelle an. Ich weiß, das ist zeitaufwendig, aber so hast du einfach deutliche, ja, größere Chancen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Bewerbung. Okay, dann bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss.